das Video bin ich hyped, Leute. 10 Dinge, die ich an der Schweiz hasse. Und da frage ich mich natürlich, was kann man an der Schweiz überhaupt schon hassen? Außer die Videos von Maelo. Nein, so ist es nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Das Video hat 2500 Dislikes von dem her. Ich glaube, das wird eine kritische Sache, aber wir sind gespannt, was sie sagt. Hi everyone, welcome back. Today I'm going to be doing the things I hate about living in Switzerland. Now, before you get started criticizing and saying, well, what are you doing there if you don't like the place, I would have to refer you to my other video, which I did on this channel, which was the 10 things that I love about living. Also ich nehme jetzt mal an, die lebt in der Schweiz, safe. Ich weiß nicht, ob sie native irgendwie von Amerika oder so ist. Das Englisch klingt für mich jetzt nicht 100% amerikanisch. Es klingt irgendwie, es könnte sie auch Schweizerdeutsch, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kommt sie ja von neuem. Vielleicht weiß es irgendjemand, ich weiß es nicht. Living in Switzerland, and by and large, I really do like living here. I think it's an okay, sie lebt hier. Sie hat es gerade gesagt. absolutely wonderful country. I really do not take that for granted at all. I think die hat ein hohes grosses Zungenpiercing. Ich habe zuerst gemeint, es ist ein Tafel. Ich habe so geschaut und dachte, das ist eine Tafel. Ich so, nein, ist ein Piercing. Okay, kann man machen. We just enjoy an amazing standard of living here. To those of you guys who don't know, I'm actually Swiss and Canadian. I speak German as well. Der Boss, es ist auch beides. Ich habe gesagt, dass sie tönt so, als würde sie Schweizerdeutsch reden, aber auch gutes Englisch. Ja? Detektiv. Detektiv Vogt ist wieder am Start. I have the passport since birth. My mother is Swiss. Feel like I'm Swiss and I'm Canadian. I have lived in Switzerland now for just about 10, or I think like more than 10 years. So that's like a little disclaimer before I get on hating my country. So the first thing I really don't like about Switzerland is very poor service overall. Okay, bad service overall. Ja, okay, ich kann es nicht mit anderen Ländern vergleichen. Ich habe das Gefühl, überall in den Bergen, egal ob es jetzt Rocky Mountains in Kanada sind oder die Alpen in der Schweiz, du kannst doch nicht überall empfangen. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich finde, der Empfang in der Schweiz ist jetzt nicht so schlecht. Chat. Klar gibt es mal Orte, wo man jetzt mal nicht so empfangen oder so. Zum Beispiel da, wo ich wohne und im nächstgrößeren Dorf, wo man im Bus durchfährt, durch Wald, ist eine Strecke von etwa 1 Kilometer, wo einfach keinen Empfang hast. Aber also ich finde jetzt, ich habe Swisscom und ich muss sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden. So I'm talking about service like when you go into a store or when you go out to eat. Oh mein Gott! Es geht gar nicht ums Internet, Alter! Die nimmt ja komplett aufs. Okay, es geht um Service in der Laden. Wir müssen zuerst immer hören, was sie sagt. Absolut lustig. I mean, I grew up in Canada, so I was always very used to how polite and how friendly Canadians are, especially if you go out to eat for dinner in Canada or even in the States. Like, the waiters and waitresses are so kind and so thoughtful, and they will really go out of your way to make it right. You know, it's kind of like the customer's always right there. Let's say there's something on the menu and you want to change something, like maybe you're allergic to something, like it's absolutely no problem. Kann ich ihr nicht zustimmen. Ich finde, dass in der Schweiz besser ist als in vielen anderen Ländern, wo wir nicht so gesehen sind, in Frankreich, Digga. Wenn du dort irgendwie in einen Laden gehst, ins Kleiderladen oder so, ich weiss, sie hat jetzt von Restaurant geredet, aber sie hat ja vorhin gesagt Laden, finde ich, ist in der Schweiz way better. So klar, im McDonald's kannst du jetzt nicht eine gute Bedienung erwarten, aber so in einem normalen Restaurant in der Schweiz bin ich zufrieden. Versus here, they'll do it, but they'll like give you a look that like they're just annoyed at you. Service in restaurants can sometimes be atrocious. Like, I have gone out for dinner here and I have not been greeted by the waiting staff, like, or I've gone out like. Sie ist toxic, Chat. Sie ist recht tilted einfach. Man merkt richtig so, die findet das scheiße. Okay, das Video wird toxic. And nobody has said thank you for coming to eat here. And it's also in stores, like sometimes the salespeople are just very rude. Having experienced service in North America, it's just... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Service in den USA besser ist als in der Schweiz. Service ist top hier, gebe ich dir recht. Safe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Service in den USA besser ist. Einfach 100% Karen. Alter, ich sag da jetzt nur noch Karen. Night and day. That leads me to my second point, and that is eating out or dining out in Switzerland is super expensive. Even for Swiss people, like if you earn a Swiss salary but you go out to eat like multiple times a week, you are going to be burning through your cash. Erstens, wer geht schon mehrmals in der Woche essen? Und zweitens, ja, es ist schon teuer, aber eben, wir verdienen ja auch viel mehr. Sie hat gesagt, dass es auch für Schweizer Leute teuer ist, aber ich finde, ja gut, Nizza ist ein schlechtes Beispiel. Nizza und Tadals ist schon sehr teuer, aber ich finde jetzt so Restaurant, egal wann ich gesehen bin, sei es USA, im Vergleich zu der Schweiz, finde ich es gleich teuer.
cash really fast because going out to eat here is really crazy expensive in comparison to what you actually get for it. So like I said, often the service is really bad, and that only annoys me further when then at the end Karen of our meal we get this huge bill and it's like, okay, I've paid over $100 to eat here and you haven't even said thank you, or you haven't even like said hello to me when I came in the door. For two Wo geht die essen, Digga? In was für Restaurant geht sie? people definitely expect to pay over $100 for a meal. Sometimes my husband and I will treat ourselves. We'll go to like a nicer restaurant, not like super upper price, but like a little bit nicer. And we've paid like 160. Also ihre Tonlage ist genauso, wie Karens auf TikTok nachgemacht werden. Sie ist 1:1 einfach eine Karin. Einfach eine Karin. Du bist eine Karin. 180 Swiss francs, which is like almost the same as US dollars. Often I'm just really disappointed at the food. So just because you're spending a lot of money doesn't mean the food is good. All right, so the next thing that really irks me about living in Switzerland is the insane markup that we have on consumer goods. So obviously everybody knows Switzerland is an expensive country, and when tourists come here, they'll be quite shocked. If they've never been here before, they'll be quite shocked at how expensive things are. But Markups, was ist das? Kann man das irgendwer erklären? Ich bin gut in Englisch, aber da bin ich jetzt lost. I'm talking about like regular things like household goods, like laundry detergent or food or soap or shampoo, or especially makeup, like cosmetics, just like a plain box dye, maybe from a brand like L'Oreal or something, will cost you upwards of $20. You know, a mascara from Sie ist sicher so eine, die immer nur das Negative sieht, sonst würde man doch nicht so ein Video machen, oder? Es ist Karin. Was will ich sagen? Karin, musst jetzt nicht so dumm anstellen. L'Oreal will cost something like $26. Detergent will cost you like $12, $13, $14, $15 even for buying laundry detergent. Now, a lot of people say, well, you know, that price is justified because Swiss people earn a lot more money, but the markup that they have on the products is exorbitant. And there have been a lot of consumer reports in Switzerland. Like some people say, well, people in Switzerland earn higher salaries and therefore the stores have to charge more to pay their workers, and also they have... Der Rudi ist stolz auf seine Frau. Ich denke, wir müssen ein Emote haben, ein Karen-Emote. Und immer wenn irgendjemand so redet, Karen in Chat. More higher fixed costs. It's more exorbitant than that. It's like if they were really just covering the cost of their workers, they wouldn't be making as many profits as they do in Switzerland. And there's been tons of consumer reports about that actually these big brands just have a much higher markup in Switzerland to... Markup ist eine Marge. Eine größere Marge. Jetzt wissen wir es. Basically gouge the Swiss consumer because they know that we earn more money. I mean, I would be prepared to pay a little bit more if I knew that all that money was going to pay higher salaries, but that is just absolutely not the case. That is not true. Most of that money is being turned into profits. So the next thing... Bro, ich kann ihr nicht zuhören. Es ist so tilted, man. Es ist so... mit was kann man das vergleichen? Chat, mit was kann man das so vergleichen? Weißt du, wenn so ein Kollege will so irgendwie nicht sagen, so, nein, weißt du, ich will dich jetzt nicht beleidigen oder so. Und dann kommt so ein Satz, der dich so beleidigt. Genau so kommt das ganze Video über. The thing that I don't really like about Switzerland is that if you move here and you're new to the country and you don't really know anyone, it is really hard in the beginning to make friends and... Das ist schon so. Das ist schon so. Aber das ist einfach so. to meet new people. And I have heard this from pretty much everyone that I know who has moved to Switzerland and had to kind of start over. Here in Switzerland, a lot of people stay friends with people they met from their childhood. Like I know a lot of Swiss people whose best friends are like the same friends that they've had since they went to primary school together, or they've went to high school, or people they've met through university or their higher education. If you're coming here as an adult, you're out of that kind of environment where you tend to meet a lot of people at school. It can be very hard to meet locals. So no-front-mäßig. Hey, das ganze Video kommt wirklich so no-front-mäßig über. Sie sagt so irgendetwas, aber so no-front, aber eigentlich schon ernst gemeint, Digga. Aber ich verstand schon, wieso sie keine Kollegen findet. It can be very hard to integrate into life here. I mean, the Swiss people, they'll be friendly, but it'll be very hard to really get below the surface and really say, okay, I've made friends here, people I can call up on the weekend and be like, hey, let's do something together. It took me a long time, and I've heard this echoed from every other sort of foreigner that I've met who lives here. And I know this is gonna sound so ridiculous. We don't have a lot of good fast food here. So I know in general that's like a... Kollege, mutz mal
nur, schon klar, hat ihr keine Freunde gefunden. Da wird so gerostet. Du nicht zu fest, Chat, sind schon auch lieb. Sie will ja nur kritisieren. Okay, jetzt kommt Fast Food. Good thing that we don't live in a society where fast food is like so proliferated that everyone is kind of eating this crappy food all the time. But sometimes I just feel in the mood for like a good burger or something just unhealthy, and it's just the only option is like McDonald's or Burger King, and sometimes I don't feel like that. I feel like something different. Hä? Was sie will manchmal Fast Food, aber sie will nicht Burger King oder Mac. Das heißt, sie sollte dann einfach in ein Restaurant gehen, wo es Burger gibt. Ist ja ganz einfach. Obviously, in the larger scope of things, it's good that, you know, we don't have so many fast food chains here. But sometimes it's just, I miss it. But sie beklagt sich ernsthaft darüber, dass es in der Schweiz nicht so viele Fast-Food-Ketten gibt wie in den USA oder in Kanada. Karen, jetzt muss ich stoppen, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Jetzt geht es auch wirklich zu weit. Ich habe gedacht, das Video ist chillig so. Also es ist auch chillig, aber Migo Takeaway beste. Migo Takeaway ist einfach die Fast-Food-Kette von der Schweiz, Digga. Recently read that Five Guys is coming to Switzerland. Woohoo! It's just really hard to find a good burger. We do have like burger restaurants, but they'll be like so overpriced, and I'm sorry, they're just not the same. I come from North America, so I know what burgers taste like in the USA and Canada, and all the burgers here that I've had in Switzerland. I know what burgers taste like. Jo, jetzt bist du halt in der Schweiz und wir essen vielleicht nicht so viel Burger. Wenn du viel Burger willst essen, dann geh wieder zurück auf Kanada. Du kannst Fondue essen und Raclette. Das ist ja, ich weiss nicht, Chat, ob ich dumm bin, aber vielleicht nennt man es auch einfach Kultur. Dass man dort mehr das ist und hier mehr das. Dann kannst du das nicht beklagen. Geh auch nicht auf China und sag, boah, da jetzt nie ein Fondue, richtig scheiß Land, das hat kein Fondue. Switzerland. Just do not come close. Society in general is fairly conservative here. People don't want to go outside the norm. Everyone kind of tries to fit in with what is like social. Okay, das kann ich zustimmen. Das ist der erste Punkt, wo ich finde, yes. Einerseits, weil halt noch viel SVP gewählt wird und SVP ist konservativ. Aber die Schweizer sind schon immer hinter drin. Aber das ist die Schweiz schon immer gesehen. Die Leute, die outside of the box denken, das sind die nice Dudes. Das sind die auch mal streamen auf Twitch. Maela, der angefangen hat damals mit dem zweiten Kanal oder so. Das sind so für mich Beispiele, die out of the box denken, was machen, was ich Bock drauf habe. Socially acceptable, and I feel like sometimes it can be a little bit stifling and it can be boring. Whenever I go, you know, on holiday to the United States or to Vancouver, and you walk down the street and you see all these different people. Sometimes you see people wearing weird outfits and wearing like bright, colorful clothing, or you see such a diverse group of people and people who are just not afraid to be themselves out in the public. And it's very rare that you see that in Switzerland. Like, you know. Dafür haben wir Fondue. Das ist auch etwas. Never see somebody wearing like something really unusual here, for example. I think people are just afraid of getting made fun of. Like they'll be very... Deutsche Untertitel, okay, sorry, Bros. Ich habe gedacht, man versteht Englisch. They're just not the same. I come from North America, for example. I think people are just afraid of getting made fun of. Like they'll be very stylish to be themselves out in the public, and it's very rare that you see that in Switzerland. Like you never see somebody wearing like something really unusual here, for example. I think people are just afraid of getting made fun of. Like they'll be very stylish and fashionable, but you will rarely see someone wearing like a bright, bold color. I'll do something and then people will be kind of like, oh, like shocked, you know, because das ist so in der Schweiz. Aber das kommt halt auch immer mehr so. Zum Beispiel meine Brüllen sind natürlich auch drippy-mippy unterwegs im Business. Aber das kommt. Das ist in der Schweiz halt einfach so, das kommt. Einfach warten. Karen, einfach warten, es kommt. It's not something that is like socially acceptable to do that like in a public kind of place. Having grown up in Canada where it's kind of like, oh, everything goes, much more like laid back. Things like that happen more often. Like people just do weird things and it's like, oh yeah, that's so cool. Ich bin schon in Kanada gesehen. Vor langer Zeit bin ich in Kanada gesehen und ich bin schon in den USA gesehen und es ist einfach nicht so nice wie hier. Die ist einfach anders aufgewachsen. Cool, and that's so fun. And versus here, it's like, oh my God, what is that person doing? Like that's not the norm. They don't fit into the society. Like it's just that part really bugs me because I feel like it's just stifling. Shopping in Switzerland in general is not super fun. We don't get a lot of diversity in stores here. Like if you go from one city to the next, it's kind of always the same. Like we'll have the same stores in every town. There aren't a whole lot of unique stores and it'll take like forever.
so nicht mein Jungen. Es gibt schon die nice Stores, aber die muss man suchen. Es gibt natürlich die nice Brockenstuben, für Kleider zum Beispiel, aber es gibt auch in jeder Stadt safe nice Vintage Stores, die neue Sachen verkaufen. Logisch gibt es in der Schweiz nicht so viel von denen, weil die Städte nicht so groß sind, das ist schon ganz logisch. Aber so der Punkt mit so in jeder Stadt hat es gleich, das ist in den USA genau gleich. So die grossen Ketten sind in jeder Stadt und in jeder Stadt gibt es halt noch eigene Läden. Es ist schwierig. Das Video ist schwierig. Das Video ist wirklich schwierig. Ever for them to finally come to Switzerland because, you know, Switzerland is such a small blip on the map of Europe or on the entire world. So it's such a small market. So sometimes these big brands, I guess, don't think it's... Bist du schön, Mann? Den Hermann Schönbächler besuchen? Nein, Digga. Was haben wir eine Tour gemacht mit dem Campen durch Kanada. Das war sehr, sehr nice gewesen. It's really worth it to come to Switzerland. So sometimes it's not possible for me to buy certain things that I want to buy. I know, it's like first world problems. I can't buy what I want to. It's kind of the same, like every city is kind of the same stuff. It just does get a little bit boring. The work-life balance. If you're employed... Work-Life-Balance in der Schweiz. Okay, jetzt bin ich gespannt, was sie sagt. Like a Swiss company, full-time job is 43 hours per week, but a lot of Swiss people work way more than that because they work overtime. But sometimes money is not the be-all and end-all to life. You know, sometimes it would be nicer to just have more free time. Women do get maternity leave, but for example, there is no paternity leave. Well, they would pretty much have to take their vacation time because there is no like vacation, like paternal. Schweiz ist einfach das Business. Karin, wenn du in die Schweiz einwanderst, das ist nicht so bla bla bla. Das ist nicht so arbeiten und dann so, ja, jetzt tue ich mal ein bisschen chillen. So, Schweiz ist Business. Wenn du hier ankommst, Business, 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 Business. Leave for fathers to take care of their children. And it's often not like really accepted that men work less once they have a family. It's very common sometimes that the woman in the relationship will work less and she'll maybe only... Auf 1840 angelehnt. Work 3 or 4 days a week, but it's not really so accepted that men do that. Childcare expenses are very high. I have friends who have children and who work either full-time or part-time. The amount that it costs them to have their children taken care of during the day while they're at work is just crazy. Both partners are working full-time and you have maybe 2 kids. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist. Ich habe in einer Kita geschafft, Zivildienst. Ich bin ein Experte auf dem Gebiet. Es geht um Kitas meistens. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, beide Eltern arbeiten und es muss geschaut werden. Es ist safe teuer, aber es wird ja auch Geld geben vom Kanton. Also immer je nachdem, wie viel du verdienst, desto mehr wird er anzahlt oder weniger. Ich kann es halt nicht vergleichen mit anderen Ländern. So. Ich glaube, es ist schon teuer in der Schweiz. Kids who are in childcare during the day, you're going to be paying so much money for that privilege. It's definitely something to consider if you're planning on having children, is that having children here is very, very expensive. Now, the thing is, the childcare services, they get adjusted to your wage to a certain degree. So the more you earn... Für die, die es nicht gecheckt haben, man zahlt so viel für Kitas zum Teil so viel, wie man verdient. Das heisst, Leute, die viel mehr verdienen, zahlen viel mehr an eine Kita und Leute, die weniger verdienen, zahlen weniger. The more your childcare will cost, the people who earn less don't have to pay as much, which I think is honestly great. I mean, let's be honest, that's a very, very socially forward thing to do so that everyone can afford to have their children taken care of. So another thing that I don't like about living in Switzerland, and it has a Swiss word called Kantönligeist. There's 26 cantons, provinces or territories or states. Kantönligeist? Jetzt bin ich gespannt, was sie sagt. Something like, you can kind of think of it that way. Each canton can basically make up their own, well, some of their own rules. Kind of like every state or every province has different. Darum ist die Schweiz auch ein Bundesstaat, weil die Schweiz ja aus den Kantonen entstanden ist und zusammengekommen ist. Das kommt dann noch von dort. Ob es so schlecht oder gut ist, es hat Vor- und Nachteile. Es geht halt alles viel länger, weil jeder Ort kann so entscheiden, noch selber wie er will. Aber es ist halt viel besser für jeden Ort, wenn der Kanton das braucht und der andere Kanton da, weil der hat Berge und der ist flach und der hat mehr Bauern und der hat mehr Großstädte. Dann ist es doch viel geiler, wenn jeder Kanton die Sachen so kann entscheiden, wie es für einen Kanton gut ist. In Frankreich, wenn alles aus einem Ort regiert wird, dann sagt einfach einer etwas für alle, obwohl er gar nicht alles kennt. Und das ist halt der Vorteil von der Demokratie und auch von den Kantonen. You know, laws and rules and stuff like that. They even have their own tax systems. I mean, it's just part of being a federal system. It's a very, very decentralized federal system, and that has a lot of advantages, obviously. But
it can get kind of annoying because each canton kind of just looks out for itself, and that's why we call it Kantönlichkeit, kind of just looking out for your own self and not really thinking about the country as a whole. That can pose some problems in the Swiss political system when, you know, a decision has to be made on the federal level, and there'll be like different cantons who will be like against it, and then they'll be like, well, you know, we're disadvantaged because of this and this, and so that kind of Kantönlichkeit is very annoying. You can kind of feel it sometimes in the social aspect as well. When I came here to Switzerland, I just considered everyone Swiss, like that lives here, but people in Switzerland, they'll be like, oh no, I'm from the Bernese Oberlanden, or oh no. So eine Karen, Alter. Klar sagt jeder in der Schweiz, ich komme von Bern, weil das ist ja der Flex. Aber wenn du im Ausland bist, sagst du nicht, ich bin Schweizer. Safe tut in den USA auch jemand von New York flexen, dass es von New York ist, das ist ja logisch. Und wenn wir gerade von dem reden, Basel ist einfach das Beste. I'm from Tessin, I am from here. And they do consider themselves Swiss, but they will often identify very strongly to the canton where they're from. Little sort of rivalries between the different cantons, which I honestly think is ridiculous. All right, so there you have it. All the things I don't like about living in Switzerland. Also aber gefühlt die ganze Schweiz. So viel geflamed wird jetzt in den Kommentaren doch nicht, aber das Video hat 2500 Dislikes bekommen. Ich gebe jetzt mal ein Like, einfach auf Ehrenbruderbasis natürlich. Aber es ist schon eine Karen. Es ist eine richtige Karen, sie hat sich über alles beschwert. Ist ihre Meinung, kann man so machen, wenn man will. Ich bin mit vielen Sachen nicht verstanden. Aber ich finde, es sollte viel mehr Burgerläden geben, viel mehr Fahrtfußläden. Sonst ist es viel zu schlecht.